Du bist mit deinem Nuri-Account vollends zufrieden, alles funktioniert. Wunderbar, weiter so. Oder du überlegst gerade, in der Kryptowelt Fuß zu fassen, überlegst, ob Nuri vielleicht etwas für dich sein könnte, dann solltest du dranbleiben. Ich habe ein Video für dich, um dir noch ein paar Informationen dazu zu liefern, warum es auch kritische Punkte geben kann, gerade in der jetzigen Zeit. Hat sich einiges geändert bei Nuri und darauf möchte ich eingehen. Gut, wer Nuri noch nicht von innen gesehen hat, weil er sich noch nicht angemeldet hat, so ungefähr kann das aussehen. Das ist die Online-Ansicht. Sie gehen also von der Plattformsicht auch davon aus, dass man eher die mobile Variante nutzt. Das habe ich auch getan. Dort gibt es dann mehr Möglichkeiten, die jetzt hier online nicht zu sehen sind. Jetzt habe ich gerade mein mobiles Gerät nicht parat, deshalb zeige ich das hier. Ja, so sieht das aus. Im Grunde mit der Solaris Bank zusammen gibt es hier den Eurobetrag, den Bitcoin und wenn man noch Ethereum hat. In den Wallets, beziehungsweise nur in den Wallets, dann kann man das hier alles sehen und tauschen. Darauf, auf die Funktionalität, möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Was mich gestört hat die letzten Monate, seit Anfang letzten Jahres, wo ich bei Nuri mich angemeldet habe, die Punkte möchte ich jetzt kurz durchgehen. Und den letzten Punkt, den habe ich in einem Video gesehen. Da geht es um die Kündigungen aktuell. Den fand ich dann gar nicht mehr witzig und dachte, jetzt machst du mal ein Video dazu. Also, aufgelaufene Dinge. Jetzt mal von der positiven Seite möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen. Nuri hat sehr viele positive Seiten. Ich habe es auch im Bekannten- und Freundeskreis empfohlen, weil es so einfach war. Man hat ein europäisches, ein deutsches Bankkonto, Solaris Bank, Einlagensicherung. Nuri hat das meiste für einen abgenommen. Es ist einfach zu bedienen. Die ersten Bitcoins kaufen, wunderbar, Erfolgserlebnis, super. So habe ich auch begonnen, Anfang letzten Jahres. Das lief auch einige Monate gut, kein Problem. Und dann kamen da so ein paar Problemchen dazu. Ich habe zum Beispiel ein kleines iOS-Gerät damals gehabt, also Apple-Gerät, iPhone. Und da waren dann die Anzeigen schon so ein bisschen schräg und manchmal gab es auch Probleme bei dem Ein- und Auszahlungsdialog. Hat er das nicht gemacht und okay, er sagt, kriegst du hin, kein Problem, siehst du drüber weg. Mittlerweile habe ich aus anderen Gründen mein Bitcoin und Ether auf mein Ledger gezogen. Das ist nochmal ein anderes Video. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Deshalb habe ich jetzt Nuri selbst hier oben nicht mehr in Betrieb sozusagen, deshalb ist das hier leer. Aber die Themen, die mir aufgefallen sind, gelten ja weiterhin. Zum Beispiel den Steuerbericht. Da habe ich natürlich dieses Jahr drauf gestoßen, weil ich den zum ersten Mal mache. Meine Steuererklärung für das letzte Jahr. Und das, was man hier bekommt von Nuri, war zum einen sehr spät. Das kam irgendwann im Juni oder was oder im Mai und da wollte ich eigentlich schon längst alles fertig haben, aber egal. Und dann ist es ein Download als PDF. Das sieht dann so aus. Ein Steuerreport. Ich möchte jetzt gar nicht auf die einzelnen Seiten eingehen. Das ist bei mir sogar über 20 Seiten lang, also sehr detailliert, mit allen Informationen, die man braucht, um in die Steuererklärung einzutragen. Das ist soweit kein Problem. Problem für mich ist, ich nutze Cointracking. Ich habe keinerlei API, keine Schnittstelle, um es dort direkt einzulesen. Was ich machen musste, das PDF in Excel umwandeln in ein Cointracking-kompatibles Format und dann importieren. So könnt ihr euch vorstellen, wie lange das gedauert hat. Also ich kann mit diesem PDF-Report nichts anfangen. Das hat mich schon ein bisschen entsetzt, dass es nicht eine einfache Excel-Funktionalität oder sogar API-Schnittstelle für Cointracking, das wäre total super, gibt. Okay, das war der eine Punkt. Dann hatte ich ein, zwei Mal den Support am Wickel, weil eine Transaktion nicht ein oder nicht reinging, also nicht gut geschrieben wurde. Es hat stundenlang gedauert, sogar tagelang. Habe ich den Support angeschrieben, dann haben die das hinbekommen. Dann fehlt der da bei dem Steuerbericht. Der ist also einfach nicht angekommen, was natürlich im Coin-Business, im Krypto-Business No-Go ist. Ja, wir sind hier in einer Blockchain unterwegs. Das hat mich dann schon ein bisschen geärgert. Dann gab es ja das Celsius-Problem diesem Jahr, dass Celsius das Problem hatte und dadurch hat das BTC-Lending-Format hier bei Nuri nicht mehr funktioniert. Haben sie dann einfach vom Markt genommen. Ich war dann schon wieder draußen, für mich war das kein Problem. Für alle Neuen würde das nicht mehr funktionieren. Ja, und zum Schluss, möchte es gar nicht weiter in die Länge ziehen, was das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat, quasi ganz neu, der
Account Bitcoin-Freunde hier hat ein Video gemacht über Kontokündigen. Er hat eine Kontokündigung erhalten von Nuri ohne weitere Erklärung. Hiermit kündigen wir Ihr Konto. Das war's. Ich selbst warte quasi jetzt jeden Tag darauf, selbst einen zu bekommen. An mir verdient Nuri eigentlich gar nichts mehr. Sie haben mal ganz gut an mir verdient, aber das ist jetzt vorbei und ich würde jetzt auch keinem neuen mehr meinen Empfehlungscode weitergeben. Ich kann es nicht mehr empfehlen. Schaut euch hier gerne mal das Video an. Möchte ich gar nicht im Detail drauf eingehen. Ich fand es einfach nur unpassend. Auch wenn es rechtlich okay ist, ja, Kündigungsfrist, ziehen Sie Ihre Coins ab und danke, auf Wiedersehen. Danke für nichts quasi. So, genug gemeckert, genug für dieses Video. Schaut euch nach anderen Coins, nach anderen Börsen um, die das vielleicht noch zum anderen Video machen kann. Nuri ist es aus meiner Sicht nicht. So viel dazu. Bis zum nächsten Video. Ciao.